Leicht war es nicht, aber in diesem Video können wir euch doch tatsächlich die brandneue Vacheron Constantin 222 bzw. 222 vorstellen. Hi, ich bin Tobias aus der Redaktion von Armbanduhren und ich hatte das viel beachtete und bisher recht selten gezeigte Stahlmodell der Vacheron Constantin 222 auf meinem Schreibtisch und zeige sie euch in diesem Video. Schon die massivgoldene Version der 222 von 2022 hatte einen regelrechten Hype unter Kennern ausgelöst. Jetzt wagt Vacheron Constantin den nächsten logischen Schritt und bringt die Uhr auch in Stahl auf den Markt. Anlass ist ein bemerkenswertes Jubiläum, das 270-jährige Bestehen dieser traditionsreichen Manufaktur. Im Jahr 1755, als die Welt noch eine andere war, gründete Jean-Marc Vacheron in Genf seine Uhrmacherwerkstatt. Dieses Datum markiert den Beginn der Geschichte von Vacheron Constantin, die heute als eine der ganz großen Marken der Haute Horlogerie bekannt ist. Zum 270-jährigen Jubiläum im Jahr 2025 präsentiert uns Vacheron Constantin also die neue Le Historique 222 und damit eine Hommage an das Originalmodell von 1977, das von dem deutschen Designer Jörg Heisek entworfen wurde. Bis vor kurzem war diese Grundlage für die aktuelle Kollektion Overseas gar nicht mal so bekannt. Seit 2022 mit der Goldversion aber in aller Munde. Mit einem Preis von knapp 80.000 € ist die massivgoldene Variante allerdings nur für sehr wenige Fans erreichbar. Zwar ist auch die Edelstahl-Variante recht teuer, allerdings mit 34.700 € natürlich deutlich attraktiver bepreist. Beide Modelle basieren auf dem ursprünglichen Jumbo-Modell von 1977 mit einem Gehäusedurchmesser von 37 mm. Und was damals schon als relativ groß galt, ist heute wiederum relativ klein. Die Dimensionen wurden nämlich absolut nicht angefasst, sondern originalgetreu in die Gegenwart übertragen. 37 mm klingt wie gesagt wirklich klein, am Handgelenk allerdings wirkt sie aufgrund des tonneauförmigen Gehäuses mit integriertem Armband etwas größer. Mein Handgelenk hat ungefähr einen Durchmesser von 17,5. Dann könnt ihr euch vielleicht mehr darunter vorstellen. Bei unserer neuen Ausgabe von Armbanduhren ist die 222 übrigens auf dem Cover, darin natürlich auch ein Bericht zum Modell. Außerdem starten wir mit der neuen Ausgabe, die am 28. Februar 2025 am Kiosk ist, auch unseren Aufruf zur Leserwahl zur Uhr des Jahres. Da könnt ihr auch online mitmachen und es gibt für eure Stimme auch etwas zu gewinnen. Mehr Infos findet ihr unter dem Link in der Beschreibung. Das Design der 222 ist von der Ästhetik der 1970er Jahre inspiriert. Das tiefblaue Zifferblatt, die aufgesetzten Stundenmarker, das Datumsfenster und die rechteckigen Zeiger tragen zum Gesamtbild bei. Besonders die Lünette mit ihren halbkreisförmigen Aussparungen gibt der Uhr ihren sportlichen Look und war auch die Grundlage für die angesprochene Overseas. Zurück geht der Entwurf auf Jörg Heisek und nicht auf Gerald, wie einige fälschlicherweise behaupten. Aus Edelstahl und mit dem dunkelblauen Zifferblatt ohne Sekundenzeiger ist diese 222 natürlich deutlich dezenter als die Goldversion. Das grenzt vergleichsweise schon an Understatement und gefällt mir persönlich auch deutlich besser. Der Schriftzug Automatic auf dem Zifferblatt erinnert an das Originalmodell. Farblich geht er etwas ins cremefarbene, gleiches gilt auch für den Datumshintergrund. Dieser wird von einem Rahmen aus Edelstahl eingebettet und die Anzeige kann natürlich per Schnellverstellung auf Grundposition 1 justiert werden. Im Gegensatz zum Originalmodell wurde das Datum etwas mehr in Richtung Zifferblattzentrum versetzt, damit die außenliegende Minuterie nicht mehr angeschnitten wird. Aber das hat wahrscheinlich auch mit dem verbauten Uhrwerk zu tun. Hier erwartet man von der ältesten durchgehend aktiven Uhrenmanufaktur natürlich zu Recht das Beste und Feinste und dabei wird man nicht enttäuscht. Das verbaute Kaliber 2455-2 ist besonders fein finisiert und mit einem Rotor aus 22-karätigem Massivgold ausgestattet, der die gezahnte Lünette in seiner Form aufgreift. Das Relief der Schwungmasse wird durch die Aufschrift 222 ergänzt, die von einem granierten Hintergrund umgeben ist. Die anderen Uhrwerkskomponenten, also beispielsweise die Platinen, sind mit verschiedenen Schliffen verziert und per Hand angliert. Das heißt, die Kanten werden gebrochen und schwarz poliert, alles in Handarbeit. Das Ganze wird dann auch mit der Genfer Punze versehen. Diese wird nur Uhrwerken verliehen, die extrem strenge Maßstäbe für Qualität und Präzision erfüllen.
Da die Uhr keinen Sekundenzeiger hat, ist sie nach den Regeln der COSC kein Chronometer, könnte es also auch nicht werden. Die Genfer Punze allerdings bescheinigt ebenfalls extrem genaue Gangwerte. Das Werk arbeitet mit einer typischen Frequenz von 4 Hertz, also 28.800 Amplituden pro Stunde und kommt auf eine Gangreserve von in Anführungszeichen nur 40 Stunden. Allerdings, und darin liegt auch die Erklärung, handelt es sich bei dem Werk um eine extrem flache Konstruktion mit nur 3,6 mm Bauhöhe. Damit baut die gesamte Uhr mit 37 mm Durchmesser dann auch nur 7,95 mm hoch, gemessen an der höchsten Stelle in der Mitte. Trotzdem ist die Uhr mit verschraubtem Boden bis zu einem Druck von alltagstauglichen 5 bar wasserdicht. Das sollte für so eine feine Uhr wohl locker ausreichen. Besonderes Augenmerk bei der Überarbeitung lag übrigens auf dem Gliederband mit interessanter Form der Elemente. Und da muss man wirklich sagen, es handelt sich um ein wunderbar gebautes Band. Eine Original 222 aus den 1970ern hatte ich noch nie in der Hand und habe daher auch keinen direkten Vergleich. Das Band der neuen 222 ist allerdings ein echter Handschmeichler. Kürzen und verlängern geht über Schrauben an der Seite, ganz einfach mit dem richtigen Werkzeug. Damit ich die Uhr flach auflegen kann, um anständige Aufnahmen zu machen, musste ich das Band sowieso aufschrauben und war wirklich begeistert von der Flexibilität auf der einen Seite, aber eben auch von der Stabilität. An dem Band wackelt wirklich nichts, wo es das nicht soll, und am Handgelenk trägt sich die Uhr wirklich schön. Eine Schnelljustierung gibt es zwar nicht, dafür aber ein halbes Armbandglied, das bei Bedarf hinzugefügt oder entfernt werden kann. Mit ihrem Preis von 34.700 € stellt Vacheron Constantin die Stahlikone selbstbewusst in eine Reihe mit Klassikern wie der Royal Oak oder Nautilus, der anderen Grande Maisons Audemars Piguet und Patek Philippe. Verkauft wird der ikonische Klassiker mit Ursprung in den 70er Jahren exklusiv in den firmeneigenen Boutiquen von Vacheron. Dass der ultraflache Vorgänger der beliebten Overseas mit seinen fantastisch proportionierten Dimensionen stark nachgefragt werden wird, war uns bereits auf den ersten Blick klar, und in der Tat sind die Uhren derzeit schwer zu bekommen. Selbst auf dem Zweitmarkt konnten wir eigentlich gar kein Angebot finden. Die Wartelisten sind jetzt schon lang, aber die gute Nachricht lautet, dass auch die stählerne 222 nicht limitiert ist und für 34.700 € zumindest theoretisch bestellt werden kann. Was haltet ihr von der Neuauflage und vom Original? Schreibt mir das in die Kommentare und lasst dem Video auch gerne einen Daumen nach oben da und dem Kanal ein Abo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Zum nächsten Video kommt ihr direkt hier.